Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man selber Garten- bzw. Pflanzenstecker aus Draht basteln kann. Ich habe jetzt hier einen alten Plastikblumentopf am Start und der dient mir jetzt gleich als Maß. Wenn ihr die Blumenstecker halt größer oder kleiner haben möchtet, dann dementsprechend einen anderen Blumentopf auswählen. Und der hat jetzt in meinem Fall hier einen Durchmesser von circa 9 cm. Ja, jedenfalls wird jetzt dieser Blumentopf mit Bindedraht umwickelt werden. Die Farbe bleibt jetzt hier wirklich wieder jedem selbst überlassen. Ich persönlich bin jetzt ein Fan von Pink, Blau, Schwarz, ne? Insofern habe ich mich jetzt auch bewusst für diese Farbe entschieden. Und da müsst ihr jetzt auch ordentlich ein paar Mal drumherum wickeln. Das Ende bzw. den Anfang vom Draht, den habe ich jetzt hier auch nicht irgendwo befestigt. Der ist ja jetzt erst einmal so locker flockig dran. Aber umso mehr man das Ganze jetzt umwickelt, ja, umso weniger verrutscht das ja dann auch letzten Endes. Aber da wird jetzt wirklich ordentlich drumherum gewickelt werden, dass man dann nachher auch ordentlich oder ausreichend Draht für sein Projekt auch vorhanden hat. Jetzt nehme ich das Ganze hier von meinem Blumentopf ab. Den Bindedraht jetzt auch noch nicht sofort abschneiden. So. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch einigermaßen gleich im Kamerabild. Drück mir das jetzt hier mittig zusammen oder so einigermaßen mittig. Es muss jetzt nicht zu 1000% sein, ne, aber ich sag mal so in etwa. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier ist der Draht. Und umwickel das jetzt wiederum, dass das hier nachher auch gut hält. Der Anfang, der ist jetzt hier irgendwo verschwunden. Den wird man aber nachher auf jeden Fall wiederfinden. Ich schneide ihn jetzt immer noch nicht ab, den Bindedraht. Ich lege mir den jetzt mal beiseite. So, und jetzt forme ich mir daraus, ich sag mal so Blütenblätter. Ich knicke mir die jetzt mal so zurecht, wie ich das gerne hätte. Ich werde euch nachher auch noch eine zweite Version zeigen, was man jetzt auch machen könnte. Ich bin gerade selber noch am Überlegen. Ich verzwirbe die ein- bis zweimal, drehe die hier so drumherum und forme mir das wieder aus. Deshalb braucht man jetzt auch so viel Draht, damit man da gleich auch eine ordentliche Blüte halt rausfriemeln kann oder rausformen kann. Immer hier mal den Draht so zurechtlegen, wie ihr das gerne hättet. So lange dauert das letzten Endes auch nicht. Ich könnte ja mal auf die Uhr gucken, wie lange ich jetzt brauche. Ich glaube, wir haben jetzt in meinem Fall, 6 Uhr. Ja, ich gucke mal nachher. Und dann halt so ausformen. So sieht das Ganze jetzt mittlerweile aus und in der Zwischenzeit hatte ich auch den Anfang meines Bindedrahts wiedergefunden. So, ich knicke mir den jetzt mal hier zurecht und stecke den hier einfach so dazwischen. Ich muss jetzt aber hier mal eben genau gucken, wo er rein kann. Ich glaube, ich brauche eine andere Brille. Ich sehe das jetzt hier nicht mehr zu 100%, um ehrlich zu sein. Ja, und wer möchte, der kann das Ganze gleich auch noch weiter dekorieren. Das werde ich auf jeden Fall machen. Aber dafür benötigt ihr auf jeden Fall eine Heißklebepistole. Ich werde jetzt mit der Heißklebepistole so eine Perle befestigen. Bei der hier habe ich das hier schon abgeschnitten. Und dann habe ich hier noch so andere silbrige Kugeln, sage ich jetzt einfach mal. Die möchte ich dann so an den Rand meiner Perle befestigen. Da muss man... jetzt fallen hier alle Kugeln gerade raus. Das ist jetzt gerade ungünstig. Gut, dass ihr das Chaos jetzt gerade nicht sehen könnt. Was wollte ich jetzt sagen? Müsst ihr natürlich jetzt gleich auf eure Finger aufpassen, weil das ist ja jetzt auch alles sehr, sehr filigran. Legen wir dich mal dazwischen. Das kann hier beiseite. Nehmen das jetzt hier etwas auseinander. Na, jetzt ist der Anfang gerade mit rausgegangen. Ja, willst du denn wohl da hineingehen? So, danke. Okay. Knick mir das hier wieder. Ihr könnt das auch nachher alles wieder neu formen, ne? Wenn man das jetzt komplett zerknickt haben sollte. Ich hoffe, es klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt wird die Kamera wackeln.
kriege nämlich die Heißklebepistole, habe ich gerade nicht abbekommen. So, Heißkleber ist am Start. Wie gesagt, jetzt müsst ihr wirklich auf eure Finger aufpassen. Man könnte es aber auch einfacher machen. So. Diese Fäden vom Heißkleber, die kann man nachher einfach wieder abziehen. Ne? Ist jetzt erstmal egal. Ich warte jetzt einen Moment, bis ich halt merke, die Perle hält von alleine. Man kann sowas auch ganz toll machen, ja, als Weihnachtsdeko-Version. Ich bin am Überlegen, die sind mir einen Tacken zu groß. Jetzt muss ich mal eben selber darüber nachdenken, ob ich das so machen möchte oder ob ich das jetzt einfach so lasse. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, mit diesen silbernen Perlen noch drumherum oder Kugeln oder einfach nur das hier so lassen. Ja, ich muss jetzt wirklich selber überlegen. Ich werde jetzt doch diese silbernen Kugeln hier einmal drumherum einarbeiten. Muss ich jetzt aber wirklich vorsichtig machen, nicht, dass ich gleich Heißkleber an den Fingern habe. Das ist mir mal einmal passiert, also das tut wirklich weh. Ist nicht nice, deswegen im besten Falle das so einarbeiten, dass der Heißkleber nicht an eure Hände dran kommt. Ich bin jetzt gerade dabei, die Fäden vom Heißkleber hier mal vorsichtig abzufriemeln. Achte jetzt natürlich auch darauf, dass ich mir das nicht aus Versehen hier alles wieder kaputt mache. So, geh ab. Naja, ansonsten kann man es ja auch einfach wieder neu befestigen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was dran. Ne? Zack. Mal eben Lucky. Heißklebepistole gehen wir beiseite. Hier ist auch noch etwas. Ja, und jetzt braucht das Ganze ja im Prinzip noch einen Stiel. Oder was man auch machen könnte, ihr hängt das auf. Dann würde ich da aber vorab eine Schnur dran befestigen oder Nylonband. Das sähe letzten Endes auch richtig toll aus. Aber ich werde das Ganze jetzt mit einem Stiel gestalten. Meinen Bindedraht schneide ich nun ab. Den brauche ich jetzt auf jeden Fall schon mal nicht mehr. So, du kannst mal beiseite. Und ich habe jetzt hier einen 2 mm starken Aluminiumdraht am Start. Die Länge bleibt jedem selbst überlassen. Ich kann es ja mal eben für euch ausmessen. Ist jetzt auch nicht schlimm, dass der jetzt in meinem Fall etwas krumm ist. Mich persönlich stört das jetzt überhaupt nicht. So, wo ist denn der Zollstock? Hat jetzt eine Länge, jetzt aber wirklich grob gemessen, sagen wir mal 42 cm. Kann man ja auch immer noch einkürzen, wenn man es kürzer haben möchte. Heißklebepistole, komm du mal bitte raus. Ich hoffe, die Kamera wackelt jetzt nicht zu sehr. Na, da war hier noch ein bisschen Heißkleber. Na, gehst du wohl weg. Guck jetzt mal. Ja. Könnte man jetzt auch hier etwas knicken. Dann hat man mehr Fläche zum Befestigen. Ja, ich bin noch am Überlegen. Ja, so oft habe ich die Dinger auch noch nicht gebastelt. Ich habe das früher mal gemacht. Nehme ich jetzt einen ordentlichen Klecks Heißkleber hier unten drunter. Wenn er mal rauskommen würde. Stunden später. So. Halte das jetzt wieder so lange fest, bis ich halt merke, es hält von alleine. Mein erster Pflanzenstecker ist jetzt soweit fertig und den zweiten werde ich aber etwas anders erstellen. Der Anfang von meinem zweiten Gartenstecker ist jetzt erst einmal genauso wie beim ersten Gartenstecker und von daher werde ich das Ganze jetzt auch mal für euch beschleunigen. So viel kann ich jetzt erst einmal nicht dazu berichten. Bei dem zweiten Gartenstecker werde ich jetzt an dieser Stelle und an dieser Stelle den Bindedraht durchtrennen. Dazu verwende ich eine Drahtschere und dann forme ich mir nach und nach die Blüten aus. Aber ich merke hier gerade, meine Drahtschere, die will auch nicht mehr so, wie ich gerne möchte. Ja, im besten Falle einfach mal eine etwas bessere Drahtschere verwenden, als ich jetzt gerade. Peu à peu jetzt aufschneiden. Ich werde das Aufschneiden aber jetzt auch mal für euch beschleunigen. Die Schere ist jetzt wirklich nicht mehr so prall. Ich denke, ich muss das jetzt hier wirklich alles einzeln auftrennen. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja Zeit.
Hier ist der Anfang von meinem Bindedraht, den kürze ich mir jetzt auch etwas mal ein, dass das so einigermaßen auch zu der Länge der anderen Drähte passt. Ja, und jetzt forme ich mir das Ganze zu einer Blüte aus. Einfach so zurechtbiegen, ja, wie ihr das letzten Endes leiden mögt. Ich kriege schon wieder meine kleinen Sprachstörungen. Ne, mal nach unten hin wegbiegen, mal nach oben hin. Nehme hier auch die einzelnen Drähte jetzt immer auseinander. Und wie gesagt, dann einfach mal so zurechtbiegen, wie ihr es halt mögt. Also ich finde, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie das Verblüte von einer Clematis-Pflanze. Ja, und jetzt werde ich hier auch die Mitte wieder mit den Perlen gestalten. Und das mache ich aber jetzt auch für euch im Schnelldurchlauf. Dieses Mal habe ich den Bindedraht noch nicht abgeschnitten. Ich werde jetzt noch den 2 mm starken Aluminiumdraht, ich sage mal so ein bisschen damit umwickeln. Ich könnte mir vorstellen, das Ganze sieht dann noch ein bisschen drolliger aus oder halt noch ein bisschen cooler, wie auch immer. Kann man machen, muss man aber nicht nachmachen. Den Bindedraht schneide ich nun ab und verfreme den an den bereits dran gewickelten Draht, beziehungsweise ich vertusche den jetzt hier so einigermaßen. Oder mal anders gesagt, ich wickel den jetzt hier so lange drumherum, bis da halt nichts mehr nachher absteht. Und dann bin ich mit dem zweiten Gartenstecker auch soweit fertig. Ich werde aber jetzt für mich selber noch einen dritten basteln. Das packe ich aber jetzt hier von vornherein einfach mal als Zeitraffer-Video hier mit hinein in das laufende Video für euch, wie auch immer. Meine 3 Pflanzenstecker habe ich nun soweit fertig und noch mehr werde ich daran jetzt nicht dekorieren. Wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach.